Christoph Liebensäuter, der Intendant der Elbphilharmonie. Ich kenne das Gebäude sehr gut, genau genommen mindestens 15 Jahre seit der Planungsphase. Trotzdem begeistert mich die Architektur der Elbphilharmonie nach wie vor jeden Tag aufs Neue. Und das liegt daran, dass es so viele verschiedene architektonische Welten gibt im Gebäude und ganz viele besondere Orte, im Großen wie im Kleinen. Und ich möchte Ihnen jetzt 3 meiner Lieblingsorte zeigen. Die Foyerlandschaft des großen Saales ist für mich eine Welt für sich. Im Prinzip geht es darum, dass das Publikum vom Eingang, sprich von der Plaza, möglichst schnell in den Saal findet, zu ihrem jeweiligen Platz. Der Saal hat viele Eingänge auf verschiedenen Niveaus und die werden über das Foyer, über mehrere Stockwerke erreicht. Diese Treppenlandschaft, die Balustraden, die Ausblicke, die Einblicke, die Blicke von oben runter, die Blicke von unten rauf, über mehrere Stockwerke, zum Teil auch über die Fensterfront hinaus in den Hafen oder auf die Stadt, die sind immer wieder spektakulär und immer wieder aufs Neue beeindruckend. Was ich von den Architekten auch mal beeindruckenderweise mitgenommen habe aus ihrem Büro, war die Erkenntnis, dass man so eine Architektur, die kein System erkennen lässt, die trotzdem ganz organisch wirkt, dass die eigentlich nicht am Computer zeichenbar und berechenbar ist. Um so etwas zu entwickeln und zu bauen, muss man mit Karton und Schere und Kleber ohne Ende Modelle entwickeln, bis man dann die richtige Lösung hat. Als nächstes will ich Ihnen tatsächlich das Parkhaus der Elbphilharmonie zeigen. Auch hier erleben Sie besondere Architektur, insbesondere hinter mir die Auf- und Abfahrtsspindel. Eine Doppelspindel, wie sie es sonst nur im Guggenheim Museum in New York gibt. Und auch sonst sind die Details des Parkhauses beachtlich. Jeder, der sich auskennt mit Betonbauten, bewundert die scharfen Kanten und generell die Art und Weise, wie selbst eine so, wie soll man sagen, untergeordnete Rolle im Haus wie das Parkhaus eine angenehme Aufenthaltsqualität hat und großzügig gebaut worden ist. Hier sind wir auf dem Dach der Elbphilharmonie. Auch einer meiner Lieblingsorte aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil die Dachlandschaft ein integraler Bestandteil der Elbphilharmonie-Silhouette ist, mit den Wellenbewegungen, die quasi das Wasser aufnehmen, das die Elbphilharmonie umgibt. Dann auch, weil die Architekten hier eine Lösung finden mussten, um die ganzen Auslässe abzudecken, die so ein Haus hat. Direkt unter dem Dach ist die Hauptklimaanlage mit ganz großen Auslässen, die man aber auf einer Aufnahme von außen ja nicht sehen will. Und mit diesen weißen Emailplatten entsteht eine ganz eigene Landschaft, die mich als Alpenländer natürlich an die Berge erinnert. Ich lebe sehr gern und seit vielen Jahren hier in Norddeutschland, in Hamburg. Ich habe kein Problem mit dem Wetter, das ist wunderbar, aber wenn mir etwas abgeht, dann sind es die Berge. Und wenn ich hier auf das Dach der Elbphilharmonie komme und nur so den Blick werfen kann, erinnert mich das an schneebedeckte Gipfel.